Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Ich mache euch hier 2 kleine Kärtchen zur Auswahl für das Ende der Legung. Und da dürft ihr euch dann eine aussuchen. Eine Seelenbotschaft. Wir schauen, was der Tag fürs Kollektiv für Infos bringt. Das darf ich weitergeben. Wo dürfen wir hinsehen? Die Gnade ist hier gefallen. Die Stille. Ups. Und die Veränderung. Ja, wann ist man eigentlich in der Stille, ne? Wo lenkt uns nichts von außen ab? Wo dürfen wir mal nach innen gehen, den Frieden wahrnehmen, uns selber wahrnehmen? Wo finden wir vielleicht auch Anteile, die wir bis jetzt nicht gesehen haben? Und hier kommt man zur Ruhe, ne? Hier ist man bei sich und mit der geistigen Welt verbunden. Und man kann die Welt sozusagen einen kurzen Moment anhalten, das Außen. Und das kann man auch immer wieder machen. Also ich glaube, man macht es zu wenig. Wenn jemand in die Stille geht, hat er meistens das Handy mit an Bord oder irgendetwas läuft, ne? Viele können die totale Stille auch nicht aushalten, aber sie ist ein schöner Ort. Im Prinzip ist es so, dass wir aus der Stille raus, das sind Engelkarten an sich, das ist der Engel der Gnade auch, der hier kommt, der uns auf leichte Art und Weise genesen lässt, der irdische Gesetze aufheben kann. Hier ist ein unendlicher Strom, eine Verbindung nach oben. Hier spürt man die unendliche Liebe. Und hier kündigen sich auch Zeiten an, wo Gnade in unser Leben kommt, weil unser höheres Selbst diese Hilfe annimmt und gewollt hat. Hier gibt es sehr viel ganz reine Kraft. Auch wenn ihr irgendetwas entscheiden müsst, gerade im Moment, sagt dieser Engel, dass wir eben den Weg des Herzens gehen sollen. Gnade ist immer da, wo man dem Herzen folgt. Wenn irgendetwas nicht funktioniert im Moment oder sich auch Wünsche nicht erfüllen, darf man da auch nochmal genau hingucken, ob diese Wünsche zum Wohle aller sind, ob sie aus dem Herzen kommen oder ob das Ego sehr groß spricht. Und hier ist sehr viel friedliche Energie für uns, ne? Dann haben wir hier den Engel der Veränderungen. Hier ist halt auch so die Frage, ne, wie gehen wir denn mit dem Wandel um? Wie nehmen wir Veränderungen an? Haben wir Befürchtungen, dass wir unsere Sicherheit verlieren? Aber hier ist eben diese gnädige Energie, die uns umgibt. Und die Veränderung, die hier kommt, ist einfach auf unserem Lebensplan. Und etwas Neues möchte sich zeigen. Und wenn man das zulässt, kann man sich auch bereichern. Man darf hier auch bei Ängsten oder Befürchtungen mal wieder das Gespräch nach oben suchen und darum bitten, dass die Ängste weggehen, wenn man davor Befürchtung hat, dass sich etwas verändert. Und die Karte sagt eben auch, dass die Seele den Weg des Glücks und des Friedens kennt und die Veränderung auch annehmen kann, damit das Leben sich weiter bewegt, damit wir eine Erfahrung machen können, die wir brauchen, die uns gut tut.
wenn hier die Gnade gefallen ist, dann ist es vielleicht auch eine Veränderung, die lang erwartet ist, die herbeigesehnt wurde. Hier ist ja viel Transformationskraft mit dem Lila auch dabei, ne? Hier wandelt sich was. Schauen wir ein bisschen weiter. Ja, hier sind die trüben Gedanken. Man hat vielleicht das Gefühl, dass man am Wohlstand vorbeischrammt oder dass es uns nicht gelingt, aufzuklären, nach vorne zu gehen, an der Fülle teilzuhaben. Und es passt auch sehr gut, denn wir haben ja hier unten die Stille, ne? Und da geht es um die Gedankenwelt. Da grübelt man, da analysiert man, da bilanziert man. Man hat vielleicht auch ein mentales Chaos. Es geht darum, sich anzugucken, den Mindset auch zu checken. Ne? Und hier kann etwas auch so sein, dass man aus diesen trüben Gedanken raus vielleicht leichtsinnig wird, dass man seine Ideale und Werte, seine eigene Sinnlichkeit irgendwie mit viel Oberflächlichkeit betrachtet. Und diese Stille kann hier durchaus auch mal das Grübeln beenden, weil da ist auch das Zuhören. Ja, hier ist ja die Gnadenkarte gefallen und hier ist es einfach so, dass man vielleicht denkt, dass man sich in irgendetwas hineinbewegt hat, wo es Konflikte gibt, wo es Streitigkeiten gibt, wo man irgendetwas bewältigen darf. Man hat sich mit etwas auseinandergesetzt, was hier auch nicht mehr so ganz passend ist, oder man spürt so, man ist jemand Marionette geworden, jemand hat dann den Fäden gezogen, das ist auf der Karte sehr schön. Und hier kommt einfach so dieses Gefühl der Gnade rein. Hier kann man das, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, wo auch viel Manipulation ist und etwas, das uns nicht uns selber sein lässt, beendet werden. So, was kriegen wir hier noch für die Veränderung? Ein angenehmer Brief. Und hier ist die Hoffnung, das große Wasser. Ne? Es kann hier sein, dass wir eine Nachricht kriegen, die uns dazu animieren kann, dass wir einen Weg, wo wir vielleicht auch falsche Hoffnungen gehegt haben, korrigieren und in die Veränderung gehen. Hier ist auch sehr viel Kommunikation, Nachrichten jeglicher Art, Kontakte. Hier ist man redegewandt, hier kommen Gespräche. Wir haben eine gute Qualität für die Finanzen, ein glückliches Händchen, vielleicht auch neue Infos, die wir brauchen. Hier kann auch eine große Wunscherfüllung dahinter stecken, denn die Karte hier, die steht für unsere Wünsche, für unsere Hoffnungen, die zeigt aber auch auf, wo wir uns Illusionen gemacht haben. Man darf sich fragen, wie ist die Bodenhaftung? Und man darf sich auch fragen, ist das, was ich vorhabe, kann das zur Realität werden? Ne? Ist es machbar? Dieses zu viel an Energie darf hier auch ganz gut genutzt werden. Ne? Denn es ist vielleicht so, dass man denkt, ich habe jetzt die Bahn frei, ich lege los und im Prinzip macht man sich hier ein Eigentor. Also es ist hier gut drauf zu gucken, was sich machen lässt. Das ist hier auch keine lange Zeitangabe. Ne? Hier sind Tage, die zählen. Dann dürft ihr euch hier noch eine Seite aussuchen. Ich nehme die rechte, ich bin heute schnell. Und da haben wir, nutze deine Zeit.
Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Moment. Zeit lässt sich nicht mehr zurückholen, nutze sie jeden Tag. Das ist wohl wahr. Die andere Seite hat Ausmisten, ist die besondere Art des Loslassens. Wenn du etwas im Außen loslässt, spürst du auch innerlich mehr Leichtigkeit. Gehe mit offenen Augen durch dein Zuhause und verabschiede dich von Dingen, die nicht mehr zu dir gehören. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.